Guten Tag Freunde, ich bin es wieder, euer freundlicher Berichterstatter aus dem Wilden Westen, und ich habe mir heute zur Feier des Tages sogar mal wieder Klamotten angezogen. Ja, also nur für euch eigentlich, weil sonst ziehe ich natürlich immer blank, ist ja klar. Aber nein, ich habe natürlich die Klamotten nicht nur an, weil heute Sonntag ist und wir jetzt schön zusammen in die Kirche gehen. Hättet ihr wohl gern, was? Nein, soweit ist es noch nicht. Aber es ist 1-2 Grad kühler geworden. Das heißt, man muss sich dick anziehen. Ich habe die dicken Shorts an, nicht nur die dicken Badehosen wie letztes Mal. Denn die Einheimischen sagen, jetzt kommt der Sommer. Ja, wir sind immer noch auf der Nordhalbkugel und das hängt damit zusammen, dass die Regenzeit jetzt offensichtlich überstanden ist. Das ist ganz erfreulich. Ja, und heißt nicht Sommer, weil es jetzt wärmer wird. Im Gegenteil, es wird sogar 1-2 Grad kühler, wie angedeutet. Aber es ist einfach schöner, angenehmer, trockener und deshalb der Sommer, weshalb ich mir was angezogen habe. Naja, ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Genug der Vorrede. Wir sind in El Salvador, Mittelamerika, Pazifikküste, wie versprochen, in einem Kaff namens Alegria. Auf Deutsch so viel wie Friede, Freude, Eierkuchen. Und ganz ehrlich, wenn ich schon mal in Friede, Freude, Eierkuchen bin, oder? Da muss ich euch doch daran teilhaben lassen, oder? Ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen auf eurem Display. Das soll es mir wert sein heute. Das hier ist die Plaza. Die Plaza, wie in jeder Stadt, die die Spanier entweder gegründet haben oder wo sich einer von den Spaniern was abgeguckt hat. Das Zentrum des städtischen Lebens. Ja, da gibt es ja meistens hier in der Mitte so einen Stand, wo man so drauf, wo man Konzertchen geben kann. Hinten ist die Kirche, gerade schon gesehen. Ja. So Verkaufsgeraffel, weil heute ist Sonntag, da ist natürlich besonders viel los, hier ist so ein kleines Touri-Cup. Ne? Und hier steht der Bus, auch immer schön zentral, das ist wichtig, ne? Weil hier viele Leute rumlatschen und dann, dass mir da keiner Schabernack treibt natürlich. Ja, ansonsten, da ist so normalerweise ist dann hier, genau, hier ist glaube ich die Schule. Meistens sitzt dann da, genau, ein gutes Hotel, ein gutes Restaurant hat man noch am Platz. Und dann ist meistens auf der anderen Seite noch irgendwie die Polizei oder das Militär oder so. Also alles sehr konzentriert, eigentlich nicht unpraktisch, aber so sehen sie halt alle aus. Irgendwie die Städte in Lateinamerika. Ne? Das macht es dann irgendwann so ein bisschen, unabwechslungsreich, sag ich mal. Ne? Ist halt alles sehr austauschbar irgendwie. Aber Plazas sind meistens echt ganz schön. Und da sieht man dann ältere Herren, die sich schmutzige Witze erzählen. Oder junge Herren, die das WLAN nutzen. Hier gibt es jetzt glaube ich gerade kein WLAN, sonst würde man hier 100 Leute auf ihre Displays starren sehen. Aber dem ist nicht so. Das heißt, ich brauche mein Handy gar nicht mitnehmen. Ja, so sieht es aus. Was fällt uns ein ansonsten zu El Salvador? Also mir zumindest ist aufgefallen, dass es ein recht gringoisiertes Land ist. Ja. An jeder Ecke irgendwie Burger King und US-Fastfood-Ketten und so weiter. Aber nicht ganz. Also wir sind immer noch nicht ganz in Kalifornien oder so. Ja. Also sie haben schon noch ziehen schon noch ihr eigenes Ding durch, die Salvadoreños. Zum Beispiel bei der Sprache. Also selbst wer fließend Spanisch spricht, der dürfte hier vermutlich sein Salvadoreño-Wörterbuch auspacken. Ja. Und weil die haben schon ihre eigenen Dinger irgendwie. Ja. Ansonsten dem Europäer, der hierher kommt, würde wahrscheinlich auffallen als erstes Mal die Armut. Ja. Und ist auch so, ja, wobei verglichen mit der Umgebung, relativ betrachtet, ist El Salvador quasi so die Wachstumsturbine Mittelamerikas. Aber es ist alles sehr relativ. Ja, also die Leute aus den Nachbarländern, aus Nicaragua, aus Honduras, die kommen hierher, weil man hier besser verdient. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und dann noch kurz zur Erläuterung. Ich unterhalte mich immer gerne mit den Wachleuten, die so an der Tankstelle so auf mich aufpassen, die so stehen mit der Pumpgun und so, ne, und mich mit ihrem Leben verteidigen. Ja, wer es glaubt, wird selig, aber der jedenfalls verdiente $6 die Nacht, hat ein kleines Kind, 1,5 Jahre, und eine Frau, muss er auch noch irgendwie ernähren. Und die $6 die Nacht, die reichen nicht mal aus, um genug Futter fürs Baby zu kaufen. Ja. $6 die Nacht, wenn man in den Supermarkt geht, kostet der ganze Kram genauso viel wie bei uns. Auch dieser Sportwagen hier ist wahrscheinlich nicht ganz billig gewesen, den der junge Herr hier fährt. Ja. Also es ist teuer und die Armut ist natürlich ein Problem. Ansonsten El Salvador hat, ja, es ist eigentlich ganz schön. Aber es ist trotzdem kein Hula Hula, obwohl es in San Salvador, in der Hauptstadt, sogar eine Plaza Hula Hula gibt. Wer hätte das gedacht? Ja. Da war ich nicht, da habe ich keinen Parkplatz gefunden. Und insofern müssen wir mit der Plaza von hier Friede, Freude, Eierkuchen vorlieb nehmen, wo es heute Blümchen zu kaufen gibt. Reichlich Blümchen. Und Eier, sind wir da Ostereier schon? Nein. Na, hinten steht jedenfalls schon der Weihnachtsbaum. Was für ein Ostereier? Eier. Ei. Naja gut, jedenfalls an sich ein schönes Land, aber kein Hula Hula. Woran liegt's? Ja, in den 80er Jahren gab es Krieg, ne? Also eine Militärregierung. Und wie jede gute Militärregierung, wie alle übrigens, ausnahmsweise alle, und das ist jetzt kein Witz, alle gewalttätigen Militärregime in Lateinamerika
unterstützt, ausgerüstet, bewaffnet und ausgebildet von unseren Freunden der CIA. Ja, ja gut, und so eine Militärdiktatur, damit macht man sich jetzt nicht nur Freunde im Land. Und ja, es gab natürlich dann Widerstand und es ausgeartete ein Bürgerkrieg, 11 Jahre Krieg, 70.000 Tote. 70.000 Tote, unglaubliche Gräueltaten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und die Leute sind halt dann abgehauen. Ja. Und viele sind abgehauen in die USA, liegt nahe. Das Ende vom Lied ist, dass heute, ich glaube, jeder dritte Salvadoreño lebt im Ausland und die meisten natürlich in den USA, in Gringolandia oben. Ja, allein 3 Millionen, glaube ich. Ne. Und ja, das kann man ihnen auch nicht unbedingt übel nehmen. Ja, die haben sich dann nicht so super integriert, manche jetzt. Ne? Also sie haben Gangs gegründet in LA, hauptsächlich in Südkalifornien. Ein bisschen als Antwort auf die Lümmels aus Mexiko, die ihnen wohl irgendwie den Hintern versohlen wollten. Haben da Gangs gegründet und die Armee, jetzt um es kurz zu machen, haben sie rausgeschmissen, ausgewiesen und die alle wieder auf El Salvador losgelassen. Jetzt hat dieses kleine Land hier reichlich zu tun mit den ganzen Bösewichten, sodass sich jetzt hier ja, im Wesentlichen zwei Gruppen irgendwie schlagen und das Land unter sich aufgeteilt haben. Wenn man wissen will, welche gerade zuständig ist, dann muss man nur die Locals fragen. Und ja, ist dann zwar als Ausländer ein bisschen schwierig, da so Low Profile zu bewahren. Ne? Wobei ich versuche es natürlich, aber mit deutschen Kennzeichen. Viel Vergnügen dabei. Ja? Also muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und da sind wir auch schon beim Wermutstropfen dieses schönen Landes. Da muss immer aufpassen. Also du kannst schon mal voll vergessen, dass du dich irgendwo schon in die Landschaft stellst zum Campen oder so. Das heißt, du endest immer an einer Tankstelle oder irgendwo eingezäunt oder so. Ja, und bist dann schwer bewacht, hast du dann eine Security und so weiter. Steht immer einer mit der Pumpgun da. Die Pumpgun ist übrigens das Modell der Wahl, wie es mir scheint, bei den Waffen. Ja, und ja, aber es ist eh eigentlich alles, es hat überall einer eine Pumpgun. Also ich glaube, auf 7 Einwohner kommt eine Waffe oder auf 6 oder so sogar. Ne? Also, ja. Muss da aufpassen, wenn wir jetzt hier hingucken, 1, 2, 3, das sind nur 5, von denen hat jetzt keiner. Nein, Quatsch. Aber es ist ja sogar auf dem Bierlaster, habe ich gesehen, fahren hinten 2 Jungs mit der Pumpgun mit. Auf dem Bierlaster. Ja, ich meine, wer legt denn einen für einen Kasten Bier? Also, naja gut, und dann auch die Spitzenverdienstmöglichkeiten hier im Land, ist natürlich dann klar. Ja, also auch wenn man hier jetzt ein bisschen Tourismus machen möchte, sagen wir, du willst hier auf den Vulkan steigen. Hier ist ein Vulkan, da stand ich gerade eine Woche, das war super. Aber ansonsten, wenn du jetzt auf den Vulkan da hinten hochgehen wollen würdest, müsste Polizeibegleitung dir holen. Ne? Weiß ich, wenn du da Lust zu hast. Ich habe da nicht so Bock drauf, weil du kannst es halt in anderen Ländern auch ohne Polizeischutz haben. Ja? Also da muss man schon dann, das ist Geschmackssache, ne? Ob man sich auf sowas einlassen will. Aber hier wird natürlich lecker Grilling, da liegt schon ein riesen Fetzen auf dem Grill. Hier übrigens mal einen Blick auf die Speisekarte, wenn Sie interessiert. Ne? Rind, 3 $, Schweinesteak 3,50 €. Ein Schweinespieß, so 2 $. Also alles erschwinglich und auch lecker meistens, muss ich sagen, meistens lecker. Ja, sonst gibt es ja noch weiteres Zeugs. Was wollte ich sagen, ich ende oft an Tankstellen leider und nicht so furchtbar in der Idylle. Ne? Aber ja, und da merkt man auch eigentlich nichts von der ganzen Problematik, also von der Sicherheit und so. Das läuft einem dann erst kalt den Rücken runter, wenn man am nächsten Tag mal die Zeitung aufschlägt. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Bus, haben wir eine Zeitung. Und ja, wenn man die Zeitung aufschlägt, dann sieht man, was so alles passiert ist in den letzten 24 Stunden. Das wird immer schön zusammengefasst. Also da gibt es jetzt nicht für jeden Mord einen extra Artikel oder so. Ne? Da macht man einfach einen Zusammenfassungsartikel mit allen Morden der letzten 24 Stunden. Und wenn es zu viele sind, dann eben nur der letzten 12 Stunden. Ja? Und da läuft dir dann schon kalten Rücken runter, mein lieber Freund. Ja? Also hier steht der Bus, alles in Ordnung mit dem. Jetzt muss ich mal ein bisschen kurz rumwackeln, weil ich muss hier das Auto aufschließen, weil offen rumstehen lassen ist ja nicht. Ja, ja, was vorbereitet. So hier, das ist jetzt hier ja, 7 gewaltsame Tote in weniger als 12 Stunden. Das ist hier die Stadt gleich hier unten, wenn man den Berg runterfährt. Das war jetzt aber nicht in der Nähe meines Stellplatzes. Ich habe ja gesagt, im Umkreis von 4 Kilometern ungefähr haben sie das hier, da haben sie irgendwie Vater und Sohn vor dem Gesundheitszentrum umgelegt. Das war es auch nicht. Aber das war hier irgendwie so in der Zusammenfassung. Da haben sie, ja, genau, irgendwann haben sie vom LKW geschmissen. Einer hat auch mal zurückgeschossen, Dann haben sie einen überfahren, wo man aber auch nicht glaubt, dass das jetzt Zufall war, dass das jetzt Unfall war. Dann haben sie irgendwo einen im Plastiksack, hier genau, den haben sie im Plastiksack haben sie den gefunden.
Also nur den Torso, Hände, Beine, Arme, Kopf, Pimmel, alles abgehackt und so. Also richtig massakermäßig, richtig übel. Und dann gab es noch irgendwo einen Schusswechsel zwischen Polizei. Da haben sich gerade 2 Banden gekloppt, dann kam die Polizei dazwischen und die Fetzen geflogen. Alles nur im Umkreis von 4 Kilometern. Ja, der Witz ist dann schon so ein bisschen anders manchmal. Aber ja, man sollte das Land jetzt trotzdem nicht auf Gewalt und so organisieren. Das wäre doch ein bisschen unfair. Ne? Ja, aber jedenfalls hauen sie halt ab. Wie gesagt, kann man ihn auch nicht übel nehmen. Ich habe gelesen, dass irgendwie bei Wikipedia stand das. Irgendwann 2014 haben die Amis, ich glaube allein innerhalb von 5 Monaten oder so, haben sie 60.000 Jungs aus El Salvador geschnappt an der Grenze. Das sind nur die USA, nur die sie geschnappt haben und nur die in einem kurzen Zeitraum. 60.000. 1% der Bevölkerung dieses Landes. Ja, also schon krass irgendwie. Wie sollen das Land mal aufbauen irgendwann? Die Zukunft dieses Landes sein. Naja, es wird schwierig auf jeden Fall. Ne? Aber, und kosten tut es übrigens $7.000, wenn man das wissen will. Ja, also sich von hier hochschleusen lassen bis in die USA über die 1, 2, 3 Grenzen sind es ja. Guatemala rein, Mexiko rein, USA rein, 3 Grenzen. Kostet $7.000. Ja, also wer die Kohle zusammen hat, der macht sich dann auf den Weg. Und wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, hat er noch eine Freifahrt, hat er noch gut dann. Der darf er noch ein zweites Mal mit. Und wenn es auch nicht klappt, sind $7.000 halt weg. Ja. Und dann kommt er wieder zurück hier, hat er nichts. Und dann hockt er da. Ja. Und dann, also ist alles irgendwie schwierig. Aber ich bin ja stolzer und glücklicher, ne? Stolzer nicht, aber glücklicher Besitzer eines kleinen roten Büchleins, wo vorne drauf steht Europäische Union, Bundesrepublik Deutschland. Quasi ein Freifahrschein dieser Welt. Einen besseren Pass gibt es ja nicht. Ja, höchstens die Schweizer vielleicht. Die Schweizer haben noch mehr Glück. Ja. Die können in noch mehr Länder visumsfrei rein. Und die haben Berge und Schokolade und Kohle. Ja, aber trotzdem, ich bin sehr glücklich, wollte ich nur sagen. Ja. Von daher geht es wahrscheinlich bald auch schwuppdiwupp weiter über die nächste Grenze. Denn ja, El Salvador ist auch das kleinste Land Mittelamerikas. Dummerweise auch das am dichtesten besiedelte Land Mittelamerikas. Und das heißt, ich bin gleich draußen, schwuppdiwupp in Guatemala. Und da würde ich sagen, von da melde ich mich dann wieder. Es wäre dann Ihre nächste Mitreisegelegenheit aus Guatemala. Bis dahin, hasta pronto.